Was gehört zu einer guten Ausrüstung? Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video von Greyzone Warfare, und zwar ist es wieder ein Tutorial. Heute schauen wir uns an, wie du dich richtig vorbereitest, wo du Infos herbekommst für die Gegner, gegen die du spielst, und da schauen wir jetzt gleich mal rein. Die Infos, die findest du da in der Villa, und jetzt geht's zu den Live-Kommentaren. Okay, Laser ist aus, Taschenlampe ist an. Hier innen gibt es eine Karte, die noch nicht ganz reingerendert ist. Aber hier sieht man überall Infos, ja? Und zwar, wer welches Equipment hat. Zum Beispiel YBL1. YBL1, ja. Hier sieht man bei diesen Haftnotizen überall Infos zu den Truppen, die sich eben in dieser Region aufhalten. So, jetzt hat die Karte reingeladen. Sehr schön. Und ja, da seht ihr nebendran das entweder eingekreist oder angekreuzt. Hier ist es zum Beispiel angekreuzt, was es in welcher Region gibt. Fangen wir einfach mal mit YBL1 an, weil das eins der ersten Orte ist, wo ihr hingehen werdet. Und was meiner Meinung nach auch eins der einfachsten Orte ist. So. Also, wir haben hier mal einen ehemaligen Außenposten der LAF. Aktuelle Besatzer sind unbekannt, möglicherweise Rebellen. Begrenzte oberirdische Anlagen, mehrere unterirdische Ebenen wahrscheinlich. Hoher taktischer Wert aufgrund der Verteidigungsanlage und der Nähe zu Fort Narid. Was sagt uns das? Das sagt uns hier jetzt erst einmal sehr, sehr viel über den Ort aus und über die Besatzung hier in dem Fall eher weniger, außer dass sie sagen, hey, könnten Rebellen sein. Und je nachdem könnt ihr eure Ausrüstung anpassen. Ja, aber zu der Ausrüstung komme ich später. So, und dann haben wir hier einmal Blaue Lagune und da steht bewaffnete Gruppe gesichtet, vermutlich die einheimischen kriminelle Vereinigung. Eine einheimische kriminelle Vereinigung. Gruppe zeigt verdächtig viel Interesse an diesem Ort, möglicherweise wertvolle Objekte in der Nähe. Bedeutet, Blaue Lagune, findest du was Wertvolles. Ehemaliger Touristenort, mehrere Vermisstenfälle, bedeutet, ihr könnt hier drauf gehen, dass ihr mehrere Suchmissionen dort bekommt, denke ich. Kein erkennbarer taktischer Wert, weitere Nachforschungen erforderlich. Also das ist wirklich ein Ort, wo man viel erforschen muss. Dann nehme ich jetzt halt einfach mal Tiger Bay, weil Tiger Bay ist ja auch ein sehr interessanter Ort für uns. Schwer bewacht von der LAF, äußerste Vorsicht geboten, wichtiger Knotenpunkt für Transport und Evakuierung durch die UNLRA, Verwaltungsunterlagen und andere wertvolle Objekte wahrscheinlich. Bedeutet, hier finden wir Objekte wie Infos, Intel-Objekte und so weiter sind hier sehr wahrscheinlich. In Banpa ausländische bewaffnete Crews per Boot angekommen. Logistikzentrum für küstennahe Überfälle, Treibstoff und Kleinwaffen im Depot. Bedeutet, da gibt es wahrscheinlich eher Waffen, die man vielleicht nicht so bei uns findet hier jetzt, weil das ja eigentlich eher so russisch angelehnt ist von den Waffen. Lokalen Informationen zufolge sei das Dorf verflucht. Kein vorrangiges Ziel, falls nicht ausdrücklich vom Kunden gewünscht. Also ausländische bewaffnete Crews per Boot angekommen und Kleinwaffen im Depot, würde ich jetzt darauf schließen, dass wir dort eher US-Waffen finden. So, fahr lang. Möglicherweise von ausländischen feindlichen Elementen übernommen. Weitere Nachforschungen erforderlich. Transportgut
Passagierlisten und politische Informationen wahrscheinlich. Denkt dran, da habe ich einen... Ach, das habt ihr noch nicht gesehen. Okay. Zur Info, da habe ich einen Militärlaptop gefunden. $4.000. Taktisch wertvoll als Abfangpunkt für Informationsquellen für Feindbewegungen. Ja? Darauf lässt auch der Laptop schließen. Mein größtes Interesse, Midnight Sapphire. Schwer bewacht von der LAF, äußerste Vorsicht geboten. Viele prominente Besucher in der Vergangenheit, VIP-Manifeste wahrscheinlich. Also findet man dazu wahrscheinlich auch Munitionen. Informationen. Mehrere Kunden interessieren sich für Informationen aus diesem Ort. Bedeutet, dass wir hier sehr viele Missionen zu erwarten haben. Hunters Paradise. Operationsbasis einer ausländischen organisierten kriminellen Vereinigung. Auch wahrscheinlich wieder M4 und so weiter. Ehemaliger Schießplatz für VIPs, Waffenlager wahrscheinlich. Potenziell Identitäten und Verbindungen der Kunden. Bedeutet, hier finden wir höchstwahrscheinlich sehr starke westliche Waffen. Auch sehr, sehr toll. Dann zum vorletzten. Nee, zum drittletzten. Sägemühle. Oder Sägewerk. Berichte über nicht einheimische bewaffnete Truppen. Ausgebildete Dschungelkämpfer mit befestigten Stellungen, Waffenlager und andere wertvolle Vorräte wahrscheinlich. Also wir finden dort höchstwahrscheinlich wieder Waffen und andere Sachen. Aktuelle Besatzer scheinen schwere Verluste erlitten zu haben. Weitere Nachforschungen erforderlich. Also da werden wahrscheinlich nicht ganz so viele rumlaufen. Mein zweitliebster Ort, Fort Narid. Ups, falsche Taste. Fort Narid, Hauptgarnison der LAF in der Region. Äußerste Vorsicht geboten. Möglicherweise große Mengen an Waffen, Munition und Ausrüstung vor Ort. Präsenz des Oberkommandos und des Geheimdienstes der LAF wahrscheinlich. Und jetzt zum Wichtigsten. Mal schön nachladen. Ground Zero. Möglicherweise unbekannte feindliche Elemente, äußerste Vorsicht geboten. Unbekannte Kontamination, Strahlung und andere gefährliche Indikatoren entdeckt. Tödliche Werte gemeldet. Schauplatz eines kritischen Zwischenfalls, Ereignis. Möglicherweise wertvolle Mineralien vor Ort. Zugang nur für ABC und Technikteams. Diesen Zettel habe ich euch ja schon mal in einem News-Video vorgelesen. Ja. Und hier sehen wir, dass wir je nach Ort andere Lootgruppen höchstwahrscheinlich finden. Also, dass wir hier in YBL höchstwahrscheinlich Waffen und so weiter finden und Informationen, das haben wir ja schon gesehen. Da waren wir ja schon ein paar Mal drin. In der Blauen Lagune war ich noch nicht. Und ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant, was es hier jetzt dann alles so gibt. Ich würde sagen, wir gehen jetzt halt auch nach diesen Infos zu dem Punkt über, worum es heute eigentlich geht. Ich wollte euch nur zeigen, dass ihr auch wisst, wo man sich so Startinfos holen kann, bevor man ins Gebiet reingeht. Dafür ist es da. So. Und zwar, das Wichtigste ist euer Equipment. Ja? Und ja, wie sage ich da jetzt dazu? Ihr solltet dafür sorgen, dass ihr immer gute Ausrüstung dabei habt und vor allem Ausrüstung, die ihr auch verwendet. Was gehört zu einer guten Ausrüstung? Zu einer guten Ausrüstung gehört Gehörschutz, ein Helm, der wo passt mit dem Gehörschutz. Ich nehme jetzt einfach mal den und mache den Gehörschutz an, dass mir die Dinge nicht sehen. Dann ist euer Kopf
ein bisschen geschützt. Das ist gut. Dann braucht ihr eigentlich immer eine Weste. Wenn ihr eine normale, so eine Weste anzieht, ja, die hat keine Taschen. Da braucht ihr dann einen Tragegurt, einen Rig dafür. Ich nehme aber einen Plattenträger, der verwendet beides. So. Dann brauchen wir Magazine. Ich sag immer, 3 Ersatzmagazine bei einer Waffe ist gut. Da kann man dann damit arbeiten. Ich nehme hier jetzt mal wirklich eine M4, weil die M4 die Standardwaffe für euch sein wird am Anfang. Dann habt ihr hier, das lege ich euch mal aus, oder eine CQA1. Dann haben wir hier jetzt einmal eine CQA1 und einmal eine M4A1. Da gibt es 2 Unterschiede. Und zwar einmal bei der CQA1, die ist halbautomatisch vom Feuermodus her. Die M4A1 kann halbautomatisch und vollautomatisch, also Einzelschuss und Automatik. So, dann Lauflänge. Lauflänge ist ein sehr, sehr wichtiges Thema in dieser Version. Je länger der Lauf ist, 14,5 und das müsste, glaube ich, ein 12 Zoll sein. 10,5. Hier seht ihr 2 Läufe. Der 14,5 Zoll Lauf ist der Standard-Zolllauf einer M4. Ja? Präzision 4,18 Bogenminuten, Ergonomie plus 2%. Wenn ihr jetzt einen kürzeren Lauf nehmt, ist der zwar nicht so genau, ja, ihr habt aber eine höhere Ergonomie. Ihr habt aber einen weiteren Nachteil. Und zwar die Mündungsgeschwindigkeit hier, die ist niedriger. Bedeutet, eure Kugel verlässt langsamer den Lauf und macht weniger Schaden. Bedeutet, kurzer Lauf ist gut, wenn ihr in enge Gebäude und so weiter rein müsst. CQB und so weiter ist ein kurzer Lauf echt entscheidend. Einen langen Lauf hingegen, da finden wir sicherlich einen für uns hier. 20 Zoll. Hier. Vielen Dank. Ist auch ein 20 Zoll Lauf, ist auch sehr, sehr wichtig. Der ist länger. Ja. Seht ihr auch hier Größenänderung +4 anstatt +2. Da ist es jetzt dann so, dass wir sagen, wir haben eine Mündungsgeschwindigkeit von +20%. Also machen wir ungefähr 20% mehr Schaden mit der Kugel. Und wir sind präziser, wie mit einem Standardlauf. Sehr viel präziser. Wir haben hier 1,22 Bogenminuten anstatt 4,18 Bogenminuten. Allerdings ist auch die Ergonomie um vieles schlechter. Ja, um sehr, sehr viel schlechter. Das bitte berücksichtigen. Ihr könnt einen AR-Lauf allerdings auf die CQA1 drauf machen. Zack. Dadurch wird die Waffe natürlich auch im Inventar länger, aber sie ist sehr präzise. Ja, okay, gut. Mit Kimme und Korn ist das jetzt vielleicht schwierig, aber sie ist präziser wie eine Kurzwaffe, ja? Seht ihr hier. Präzision 4,94 Bogenminuten, 1,22 Bogenminuten und mehr Schaden. So, Rückstoßkontrolle und so weiter ist dafür schlechter. Ja, bedeutet, ihr müsst eure Waffe für den Einsatz anpassen.
wir gehen her, machen uns da einfach mal ein Ding drauf, ein ACOG mit Vierfach-Zoom. Ich glaube, ich habe jetzt bloß das rumliegen, deswegen nehme ich das mal. So. Dann haben wir Waffe, Plattenträger, Gehörschutz und einen Helm. Ich empfehle euch auch immer einen Rucksack mitzunehmen, weil der Rucksack bietet euch Stauraum zum Looten. Was aber noch wichtiger ist wie der Rucksack, sind diese Erste-Hilfe-Sets. Und da gibt es einen Grund dafür. Ihr fallt irgendwo runter, Beine gebrochen. Schlecht. So. Dann, Entschuldigung, schaut das immer durch. Wenn ihr von einem Einsatz kommt, geht euer Equipment durch und überprüft, dass ihr alles habt. Ich zum Beispiel tausche jetzt den Stinch gegen eine Schiene aus, weil ich gerade keine Schiene habe. So. Der Verband, der kann da rein. Sehr schön. Dann haben wir das. Dann nehme ich auch immer einen Gürtel mit. Stauraum. Falls ihr zum Beispiel euch eine Wasserflasche und was zu fressen reinlegen wollt, könnt ihr das hier in die Schnell-Equipment-Bar machen. Oder aber ihr nehmt 2 Granaten mit. Ganz praktisch. Zusätzliches Magazin, Magazin für Pistolen. Ihr könnt hier überall, wo ein Blitz ist, könnt ihr Schnellzugriffssachen reinlegen. Und dann kann man auch zum Beispiel hergehen, hey, ich nehme eine Granate mit, ich nehme eine Sache zu essen mit und das lasse ich hier. Ich packe auch immer ein Fernglas ein, weil ich ein Fernglas schon freigeschalten habe. Und das ist eigentlich ein solides Equipment. Ja? Sollte es regnen, das ist jetzt halt auch noch so ein Tipp, könnt ihr zum Beispiel einen Buschhut aufsetzen, ja? Regenschutz. Der hat auch Regenschutz. 30%, 60%. Brille 20%. Aber Brillen kommen wir gleich dazu. Dieser Regenschutz ist deswegen gut, weil ihr dadurch weniger Regeneffekte in eurem Sichtfeld habt. Ja, also weniger Irritation, wenn ihr bei Regen unterwegs seid. Und dann gibt es hier bei der Pilotenbrille, hier seht ihr, Blendschutz. Es gibt ja Blendgranaten. Je höher die Zahl hier, also desto besser hilft es gegen Blendgranaten und so weiter. Ja, also wenn ihr eine schnelle Belichtung habt, eine Sonnenbrille und so weiter, schützt euch ein bisschen davor. So, brauchen wir aber alles standardmäßig nicht. Eine Maske, es gibt Masken, die bieten auch ein bisschen Regenschutz, aber das ist nicht weiter wichtig. Wir haben hier jetzt eine Waffe, die sehr auf Distanz abgestimmt ist und die nehmen wir natürlich. So. Wir haben eine Waffe, wir haben Magazine dazu. Munition. Nehmt immer Munition mit. Warum sage ich, nehmt immer Munition mit? Ihr seid im Feld außen. Wenn ihr ein Magazin anbrecht, müsst ihr das danach wieder laden. Ich empfehle euch 60 bis 120 Schuss extra mitzunehmen. Einfach nur, dass ihr wieder eure Magazine aufmunitionieren könnt. So. Und wir gehen jetzt mal rein, dass ihr seht, dieses Equipment, das ich hier zusammengestellt habe, funktioniert. Blaue Lagune, Local Criminal Force, also höchstwahrscheinlich AKs und so weiter. Und wir eliminieren 10 Gegner. So.
und versuchen hier im Offenen rumzulaufen. Wir gehen Bravo rein und laufen rüber. Ja Leute, da hören wir hier dann aber auch auf. Ich hoffe, für euch war das auf jeden Fall informativ, wie ich so meine Loadouts zusammenstelle. Fragen könnt ihr unten reinwerfen. Ich tausche jetzt nur noch schnell die Visierung auf die mit Zoom, also auf meine große Ringhalterung und eine andere Kimme vorne, ein anderes Korn vorne, einen anderen Gasblock, dass ich drüber gucken kann durch die Visierung. Ich hoffe, für euch war es informativ, euch hat es Spaß gemacht, ihr konntet was rausnehmen. Fragen schmeißt ihr bitte unten in die Kommentare rein. Und damit würde ich mich fürs Zuschauen bedanken. Und ja, bis zum nächsten Mal, bleibt taktisch, ciao. Danke fürs Zuschauen, in der Mitte findet ihr meinen Kanal, rechts geht's direkt weiter zum nächsten Video vom gleichen Spiel und links gibt's die Playlist. Bis zum nächsten Mal, bleibt taktisch.